Bei so viel Reden kriegt man trockenen Hals. So. Hallo liebe Freunde der Füße, es geht weiter mit unserem Vertrag. In diesem Video jetzt Anlage 1, die Leistungsbeschreibung. Wenn man so viel redet, kriegt man einen trockenen Hals. So, Teil 1, Allgemeines zur Leistungsbeschreibung der podologischen Therapie. Die Leistungsbeschreibung berücksichtigt die Heilmittelrichtlinie. Sollte sich die Heilmittelrichtlinie ändern, dann wird natürlich hier die Leistungsbeschreibung angepasst. Die Leistungsbeschreibung umfasst verordnungsfähige Maßnahmen der podologischen Therapie, Indikationen, Therapieziele, Methoden, Verfahren, beispielhaft an der einzelnen Leistung. Die einzelnen Leistungen der podologischen Therapie sind mit den Positionsnummern die bundeseinheitlichen Heilmittelpositionsnummernverzeichnis zugeordnet. Das heißt, wir kriegen neue Heilmittelpositionsnummern. Absatz 2. Befundung. Erstellung, Therapieplan, Aufnahme der Therapie. Die podologische Therapie wird durch Arzt oder Ärztin verordnet. Die Verordnung enthält unter anderem die ärztliche Diagnose. Das sind unsere 3 Diagnosegruppen, die wir abrechnen können. Diabetes mellitus, diabetisches Fußsyndrom, einer sensiblen oder sensomotorischen Neuropathie, eines neuropathischen Schädigungsbildes als Folge eines Querschnittssyndroms. Das ist DF, NF und QF. Die Durchführung und Auswertung der podologischen Befunderhebung erfolgt zunächst im Rahmen der podologischen Erstbefundung, auf Grundlage der ärztlichen Verordnung natürlich, abhängig vom Störungsbild des Patienten. Die Behandlungsziele sind zu definieren und ein Behandlungsplan ist zu erstellen. Dabei werden störungsspezifische Screening-Verfahren, gegebenenfalls standardisierte Testverfahren entsprechend verwendet. Im Laufe jeder Behandlungsserie erfolgt im Rahmen der Therapiemaßnahmen weitere erforderliche Befundungen, Überprüfung der Therapieziele, Anpassung des Therapieplanes zur Qualitätssicherung unter Anwendung störungsspezifischer Screening bzw. standardisierter Testverfahren. Und dieser Erstbefund, den wir so ausführlich jetzt da machen müssen, haben wir vorher auch schon machen müssen, wird uns nicht einmal bezahlt. Sehr schön. Auf der Grundlage der podologischen Therapie ist unter Berücksichtigung der Befundung die Maßnahme durchzuführen. Bei jeder Behandlung ist eine Kontrolle der Schuhe, gegebenenfalls der Einlagen, erforderlich. Bei jeder Behandlung sind wir jetzt verpflichtet, Schuhe und Einlagen zu kontrollieren. Eine regelmäßige Unterweisung zur sachgerechten, eigenständigen Durchführung der Fuß-, Haut- und Nagelpflege gehören ebenfalls zur podologischen Therapie. Damit ist gemeint, dass wir den Patienten auch beraten sollten, wie er seine Haut am besten zu Hause pflegt. Finde ich auch ganz sinnvoll, weil ohne die Mithilfe des Patienten geht es ja nun mal nicht. Ziel der podologischen Therapie ist die Wiederherstellung, Besserung, Erhaltung der physiologischen Funktion von Haut an den Füßen und Zehennägeln an den Füßen. Drittens, Vor- und Nacharbeitung, Verlaufsdokumentation. Die Vor- und Nacharbeitung des Therapieplatzes und die Therapiematerial ist für die Maßnahmen der podologischen Therapie unabdingbar. Nach jeder Behandlung sind der Arbeitsplatz sowie die Instrumentarium gemäß der Hygienerichtlinien zu reinigen und aufzubereiten. Ja, das machen wir schon nach wie vor, aber schön, dass hier nochmal steht. Die notwendigen Vor- und Nacharbeitung ist gesondert ausgewiesen. Das stimmt. Da kommen wir dann später noch dazu, weil wir gehen jetzt nochmal die ganzen Maßnahmen dann durch. Sind gesondert ausgewiesen und natürlich dann in der Vergütung drinnen abgegolten. Im Interesse einer effektiven und effizienten podologischen Therapie ist eine Verlaufsdokumentation zu führen und kontinuierlich fortzuschreiben. Dabei sind je Therapieeinheit die im Einzelnen erbrachten Leistungen, gegebenenfalls Besonderheiten bei der Durchführung, die Reaktion des Versicherten,
Allergien, Unverträglichkeiten zu dokumentieren, sowie Angaben über verwendetes Material zu machen. Ja, das ist die Dokumentation, die was wir jetzt auch schon machen. Die Verlaufsdokumentation und gegebenenfalls die Mitteilung an den Arzt oder Ärztin sind Gegenstand der jeweiligen Leistung. Sie darf nicht innerhalb der Therapiezeit durchgeführt werden. Das heißt, wir müssen die Vor- und Nacharbeitszeit außerhalb der Therapiezeit machen. Ja, ist irgendwie logisch, man kann nicht beides auf einmal machen. Absatz 4. Maßnahmen der podologischen Therapie. Gemäß der Heilmittelrichtlinien umfasst die podologische Therapie folgende individuelle Maßnahmen. Hornhautabtragung. Die fachgerechte Abtragung der verdickten Hornhaut bzw. das Entfernen von krankhaften Hornhautverdickungen dient der Vermeidung von drohenden Hautschädigungen wie Fissuren, Ulzera und Entzündungen durch spezifische Techniken der Schälung und des Schleifens der Haut unter Schonung der Keimschicht. Okay. Schonung der Keimschicht. Also ich glaube kaum, dass für euch irgendwer gern den Patienten bis in die Keimschicht behandelt. Bei Patienten mit Vorfußamputationen können beide Füße podologisch behandelt werden. Ja, ist ja klar, man muss ja um den Stumpf kümmern. Also das habe ich öfter mal, dass der Stumpf einfach verhornt und das muss auch abgetragen werden. So, Nummer 2, Nagelbearbeitung. Die Bearbeitung krankhaft verdickter Zehennägel, einschließlich der Behandlung von Zehennägeln mit Tendenz zum Einwachsen sowie eingewachsene Zehennägel im Stadium 1. Dient der fachgerechten Beseitigung abnormaler Nagelbildungen, zur Vermeidung von drohenden Schäden am Nagelbett und Nagelwall durch spezifische Techniken wie Schneiden, Schleifen oder Fräsen. Ja, recht viel was anderes kann man am Nagel auch nicht machen. Nummer 3. Podologische Komplexbehandlung. Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung in einem, also beides, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, zusammengefasst. Die podologische Komplexbehandlung dient der gleichzeitigen Hornhautabtragung, Entfernung und Nagelbearbeitung sowie diese medizinischen erforderlich sind. Bei Patienten mit Vorfußamputationen können beide Füße podologisch behandelt werden. Finde ich auch gut so. Die Maßnahmen werden in Leistungen podologische Behandlung klein bzw. podologische Behandlung groß zugeordnet. Die podologische Behandlung klein umfasst alle podologischen Leistungen mit der Therapiezeit bis zu 20 Minuten. Bei podologischer Komplexbehandlung mit einer Therapiezeit von mehr als 20 Minuten. Das heißt, ab 21 Minuten haben wir eine podologische Behandlung groß. Die kann auch dann abgerechnet werden. Zur jeweiligen Maßnahme zählt die gegebenenfalls erforderliche Hilfe beim An- und Ausziehen der Fußkleidung, bei der Platzierung des Patienten sowie beim Fußbad. Das heißt, es ist jetzt inkludiert, dass wir den Patienten Schuhe und Socken ausziehen. Sehr schön. Teil 2. Maßnahmen der podologischen Therapie. Hier haben wir das Ganze schön aufgelistet. Die Hornhautabtragung. Definition. Abtragung bzw. Ausdünnen krankhafter verdickter Hornhaut durch spezifische Techniken, insbesondere durch manuelle oder maschinelle Bearbeitung der Haut unter Schonung der Keimschicht. Die neue Heilmittelpositionsnummer ist die 78010, podologische Behandlung klein. Regelbehandlungszeit 35 Minuten, Therapiezeit 20 Minuten. Da ist jetzt inkludiert die Vor- und Nacharbeitungszeit und Dokumentationszeit mit 15 Minuten. Das heißt, die Therapiezeit und die Vor- und Nachbearbeitungszeit ergeben die Regelleistungszeit. Verwirrend, aber es ist so. Indikationen. Diabetisches Fußsyndrom mit Neuropathie im Wagner-Stadium 0, sensible oder sensomotorische Neuropathie, neuropathisches Schädigungsbild als Folge des Querschnittsyndroms. Schädigungen, schmerzlose oder schmerzhafte Hyperkeratose, zum Beispiel Schwielen und Clavus. Leistungen.
Beratung und Information des Versicherten, gegebenenfalls keratolytische Maßnahmen wie Fußbad maximal 35 Grad, Inspektion der gefährdeten Stellen des Fußes, manuell oder maschinell dosierte Hornhautabtragung oder Bearbeitung mit Skalpell oder Fräser, manuell oder maschinelle Entfernung des Clavus mit Skalpell, Hautzange, Pinzetten und Fräser, Verbesserung der Elastizität der Haut, auch unter Anwendung von Pflegemitteln. Dann haben wir noch gegebenenfalls Abtragung der Nagelfalzverhornungen, gegebenenfalls Druck- oder Reibungsschutz an den gefährdeten Stellen. Das heißt, Druck- und Reibungsschutz ist jetzt im Vertrag drinnen. Okay. Was war das letzte noch? Therapieziel. Ja, genau. Therapieziel. Vermeidung von drohenden Hautschäden wie Fissuren, Ulzera und Entzündungen. Mit entsprechenden Krankheitsfolgeschäden beim diabetischen Fußsyndrom sowie beim diabetischen Fußsyndrom, vergleichliche Schädigung der Haut und der Zehennägel. Okay. Nummer 2, die Nagelbearbeitung. Definition. Manuell oder maschinelle Nagelbearbeitung zur fachgerechten Beseitigung abnormer Nagelbilder durch spezifische Techniken, insbesondere wie Schneiden, Schleifen oder Fräsen. Heilmittelpositionsnummer 78010. Podologische Behandlung klein. Das ist dasselbe wie bei der Hornhautabtragung. Regelbehandlungszeit 35 Minuten, Therapiezeit 20 Minuten, Vor- und Nacharbeitung 15 Minuten. Indikationen: diabetisches Fußsyndrom, Neuropathie Wagner Stadium 0, sensible sensomotorische Neuropathie, neuropathisches Schädigungsbild infolge von Querschnittsyndrom. Schädigungen: pathologisches Nagelwachstum, Verdicken, Tendenz zum Einwachsen, eingewachsene Zehennagel Stadium 1. Zum Beispiel Onychorhauxis, Nagelplattenverdickung, Onychogryposis, Grallennagel, Nageldystrophie, Nagelfalzverhornungen, drohende Unguis incarnatus. Beratung und Information des Versicherten, gegebenenfalls keratolytische Maßnahmen wie Fußbad 35 Grad, manuelles oder maschinelles Kürzen der Nägel, fachgerechte Behandlung der eingewachsenen oder drohenden Nagelteilen, eingewachsene Nagelteile bis zum Stadium 1. Ausdünnen der verdickten Nagelplatte, gegebenenfalls erforderliche Schutzmaßnahmen, Pflaster, Tamponaden und so weiter. Therapieziel: Vermeidung von drohenden Nagelwall- und Nagelbettschädigung sowie Verletzungen, Ulzera und Entzündungen. Mit entsprechenden Krankheitsfolgeschäden beim diabetischen Fußsyndrom sowie bei diabetischem Fußsyndrom vergleichbare Schädigung der Haut und der Zehennägel. Das war dasselbe wie beim anderen. Nummer 3, die podologische Komplexbehandlung. Das ist Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung miteinander. Definition: Soweit die Ärztin oder der Arzt sowohl die Hornhautabtragung und auch Nagelbearbeitung gleichzeitig verordnet, wird eine Komplexbehandlung durchgeführt. Heilmittelpositionsnummer 78010, das ist die Behandlung klein. Und 78020 ist die Behandlung groß. Jetzt wird es höchstwahrscheinlich ganz verwirrend für euch. Wenn der Arzt die podologische Komplexbehandlung verschreibt, dann darf ich oder kann ich, wenn der Patient nicht viel hat und ich innerhalb von 20 Minuten fertig bin, kann ich eine Behandlung klein abrechnen. Hat der Patient aber mehr und ich brauche mehr als 21 Minuten Therapiezeit, dann sollte ich eine Behandlung groß abrechnen. Die Behandlung groß hat eine Regelleistungszeit von 50 Minuten, Therapiezeit 35 Minuten, Vor- und Nacharbeitungszeit 15 Minuten. Das ist, Indikationen: diabetisches Fußsyndrom mit Neuropathie mit Stadium Wagner 0, sensible sensomotorische Neuropathie, neuropathische Schädigungsbild als Folge des Querschnittsyndroms. Schädigung: schmerzlose, schmerzhafte Hyperkeratose, Schwielen-Clavus, Nagelfalzverhornung und pathologisches Nagelwachstum, Verdicken, Tendenz zum Einwachsen, eingewachsene Zehennagel, Stadium 1. Onychorhauxis, Kryposis,
Nageldystrophie, drohender Ulcus incarnatus. Nein, drohender Unguis incarnatus, kein Ulcus. Leistungen, Kombinationen aus Leistung 1 wie Punkt 1 und 2. Habe ich euch gerade vorhin vorgelesen. Therapieziel, Vermeidung von drohenden Hautschäden wie Fissuren, Ulzera und Entzündungen, sowie Vermeidung von drohenden Nagelwall- und Nagelbettschädigungen, wie Verletzungen, Ulzera und Entzündungen mit entsprechenden Krankheitsfolgeschäden. So, das war jetzt die Leistungsbeschreibung. Was ich noch hinterher dazu sagen muss: Die podologische Behandlung groß und klein wird in diesem Sinne nicht vom Arzt verschrieben. Das heißt, der Arzt verschreibt weiterhin Hornhautabtragung, Nagelbearbeitung und die podologische Komplexbehandlung. Ihr in der Praxis entscheidet dann, ob ihr eine podologische Behandlung klein oder groß abrechnet. Ich werde es so handhaben in meiner Praxis: Für Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung wird eine podologische Behandlung klein abgerechnet. Für Patienten, die nur ein Bein haben, wird auch podologische Behandlung klein abgerechnet. Für die anderen, die podologische Komplexbehandlung verordnet kriegen, werde ich eine podologische Behandlung groß abrechnen. Wenn der Patient Vorfußamputationen hat, hat er meistens noch einen zweiten Fuß. Somit werde auch eine podologische Komplexbehandlung groß abgerechnet. Wer jetzt unbedingt meint, er müsste seine Mitarbeiter dazu drillen, dass die innerhalb von 20 Minuten fertig sind, damit dass man pro Stunde 3 Patienten machen kann, da würde ich euch als Angestellte sehr warm ans Herz legen, euren Chef einmal zu fragen, ob er nicht alle Tassen im Schrank hat. Ich möchte in meiner Praxis ja meine Patienten gut versorgen und möchte auch das bestmögliche Ergebnis haben und damit, dass der Patient auch zufrieden ist. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr alle Patienten, die ihr habt, in 20 Minuten abgearbeitet habt. Mit demselben Ergebnis wie jetzt mit 45 Minuten. Das kann mir keiner erzählen. Gut, das ist meine Meinung. Ja, jedem, dem sowas passiert, würde ich sehr ans Herz legen, den Chef wirklich mal zu fragen, was denn das soll und ob er das selber vielleicht auch bringen könnte. Weil dann soll er selber in 20-Minuten-Takt arbeiten und noch 3 Wochen am Sand laufen. Im Sand gehen. So. Gut, meine Lieben, das war Anlage 1. Hat euch das Video gefallen? Daumen hoch. Abonniert den Kanal natürlich. Es kommen noch 4 weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Eure Podologin Andrea. Tschüss.